Welche typischen Fehler machen Arabischsprecher, wenn sie Deutsch lernen? Und warum passieren diese Fehler überhaupt? Die Antwort hat oft mit der Muttersprache zu tun. In diesem Fall mit dem Arabischen. Lass uns die häufigsten Fehler anschauen und überlegen, was dahinter steckt. Bei jedem Fehler gebe ich dir auch einen Tipp, wie du die Hürde überwinden kannst. Na, los geht's! Arabisch hat keinen bestimmten oder unbestimmten Artikel mit Genus wie im Deutschen. Es gibt nur ein festes Präfix für den bestimmten Artikel, egal ob das Wort maskulin, feminin oder neutral ist. Der unbestimmte Artikel wird gar nicht markiert. Deshalb ist es für Arabischsprecher besonders schwer, im Deutschen das grammatikalische Geschlecht richtig zu lernen. Zum Beispiel wird oft gesagt, die Haus oder der Auto, obwohl es das Haus und das Auto sein sollte. Mein Tipp dafür: lerne Nomen immer mit dem Artikel zusammen. Also nicht nur Haus, sondern das Haus. Darüber hinaus verwenden Arabischsprecher oft ungern den unbestimmten Artikel, da sie sowas nicht haben. Das Gleiche gilt beispielsweise für Russisch- und Chinesischsprecher. Englischsprecher haben dahingegen hiermit keine Probleme, da sie auch unbestimmte Artikel in der Muttersprache haben. Sie haben allerdings einige andere Probleme. Die erkläre ich euch in einem anderen Video. Das Video werde ich euch hier oben und auch in der Infobox verlinken. Zurück zum Arabischen. Arabischsprecher haben auch oft Probleme mit den Pluralformen. Hierbei muss ich zugeben, dass dieser Teil der Sprache fast allen Lernern schwerfällt. Also nicht nur Arabischsprechern. Nichtsdestotrotz wollte ich das hier thematisieren, um dir einen Tipp zu geben. Pluralformen musst du leider oft auswendig lernen. Nutze Lernkarten oder Apps, um sie regelmäßig zu wiederholen. Wir wissen also jetzt, dass wir jedes Nomen mit dem Artikel und der Pluralform zusammen lernen sollten. Es sind aber nicht nur die Nomen, die schwierig sind, sondern auch die Wortstellung. Im Arabischen steht das Verb oft am Satzanfang. Für Fragen oder Imperativsätze ist das kein Problem. Viele Arabischsprecher sagen zum Beispiel: geht er zur Arbeit? Richtig. Gehe zur Arbeit? Auch richtig. Aber dann gehe ich jeden Tag zur Arbeit? Leider falsch. Hier müsste man sagen: ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Im Deutschen steht das Verb an zweiter Stelle im Hauptsatz. Tipp: frage dich, was ist die erste Information im Satz? Danach kommt sofort das Verb. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Jeden Tag gehe ich zur Arbeit. Zur Arbeit gehe ich jeden Tag. Wenn man keine Info oder mehrere Infos vor dem Verb hat, ist das dann in der Regel leider falsch. Die Probleme enden nicht beim Hauptsatz. Auch der Nebensatz bereitet Schwierigkeiten. Im Arabischen ist die Satzstruktur sehr flexibel. Im Deutschen gibt es auf der anderen Seite klare Regeln, vor allem bei Nebensätzen. Ein häufiger Fehler: das Verb wird nicht ans Ende geschickt. Zum Beispiel: ich glaube, dass er kommt morgen. Richtig wäre aber: ich glaube, dass er morgen kommt. Tipp: übe typische Nebensatzstrukturen mit wenn, das, obwohl und achte besonders auf die Position des Verbs.
Im Arabischen funktioniert die Verwendung von Präpositionen ganz anders. Deshalb sind Fehler wie ich war in die Schule statt in der Schule ganz häufig. Auch Verben mit festen Präpositionen sind ziemlich schwierig. Zum Beispiel, ich interessiere mich für Deutsch, nicht an Deutsch oder in Deutsch. Mein Tipp: Lern Verben immer mit ihrer festen Präposition. Am besten mit ganzen Beispielsätzen. Dafür habe ich sogar ein E-Book. Ich werde den Link dazu in den Kommentaren lassen. Da habe ich die ganzen Verb-Präposition-Verbindungen aufgelistet, sowie Tipps zur Übung. Jetzt kommen wir zu einem sehr spezifischen Wort: es. Im Arabischen gibt es kein unpersönliches Es wie im Deutschen. Deshalb hört man oft Sätze wie regnet heute statt es regnet heute. Oder gibt viele Leute hier statt es gibt viele Leute hier. Tipp: Achte besonders auf das Es bei Wetter, Uhrzeit oder allgemeinen Aussagen. Obwohl es in der Umgangssprache nicht so deutlich ausgesprochen wird, ist es trotzdem sehr, sehr wichtig. Ähnlich sieht es bei den unbetonten Silben im Deutschen aus. Passe auf, dass du nicht Sonny sagst, sondern Sonne, Mode und Name. Der Laut am Ende ist sehr leicht. Auch Schatten ist nicht ganz richtig. Hier hört man den Vokal gar nicht. Also Schatten, lachen, geben und so weiter. Du hast kein Puder, sondern ein Puder, eine Leiter oder ein Glas Wasser. Und während wir das Wort Bruder anschauen, sollen wir den ersten Buchstaben auch besser kennenlernen. Das B wird oft bei Arabischsprechern wie P ausgesprochen und andersrum, da im Arabischen das P fehlt. Dann sagen viele zum Beispiel Parkplatz statt Parkplatz. Aber dadurch, dass viele Lerner das wissen, haben wir am Ende oft Überkorrektur. Das bedeutet, dass ihr anfangt, Bs wie Ps auszusprechen, um deutscher zu klingen. So hört man manchmal Puder statt Bruder. Meistens ist das nicht so schlimm, da es keinen Bedeutungsunterschied ausmacht, weil Puder ja kein Wort ist mit P. Aber manchmal, zum Beispiel bei Pa und Ba, kann es schon wichtig sein. Und sowieso ist es wichtig, um einfach deine Aussprache zu verbessern. Es gibt auch weitere Laute im Deutschen, die es nicht im Arabischen gibt. Zum Beispiel Ö und Ü, sowie die langen Kombinationen aus Konsonanten, wie bei den Wörtern Sprint und Schritt. Tipp: Trainiere diese Laute gezielt. Nutze ein Wörterbuch mit Audiofunktion und wiederhole die Aussprache laut. Wenn es am Anfang schwer ist, ist das normal. Übe aber regelmäßig und auch mit Zungenbrechern, die diese Laute beinhalten. Die Muttersprache hat einen großen Einfluss auf das Lernen einer Fremdsprache. Wer Arabisch spricht, bringt auch bestimmte Strukturen und Gewohnheiten mit. Das ist zu erwarten. Wichtig ist, typische Fehler zu erkennen und gezielt daran zu arbeiten. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Teil des Lernprozesses. Wenn du möchtest, dass ich ein Video speziell zu einem dieser Fehler oder ein ähnliches Video zu deiner Muttersprache mache, dann schreibe das unbedingt in die Kommentare. So bekomme ich die Ideen für meine Videos. Abonniere meinen Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen.
Und vergiss nicht, Deutsch lernen ist ein Marathon und kein Sprint. Schritt für Schritt kommst du näher ans Ziel. Schau dir gerne dieses Video als nächstes an. Wir sehen uns da. Bis dann!